Need for Speed Unbound Update Nummer 7 war ja gar nicht mal so übel. Genau wie Volume 6 haben sie einiges gut gemacht und als nächstes steht Volume 8 auf dem Zettel und das orientiert sich an Need for Speed Hot Pursuit. Und ja, wow, okay, was kann man sich da drunter jetzt vorstellen? Ja, Hot Pursuit, da geht es ja im Grunde mehr darum, Racer versus Cops, ne? Die meisten werden es kennen. Man kann Polizei, aber auch Racer spielen. Das ist also einfach so ein Hin und Her. Das war auch schon in den alten Teilen so, aber wir gucken jetzt mal mehr so auf den letzten Teil von Hot Pursuit. Das ist ja quasi der von 2010, wurde ja auch noch remastert. Und der ist ja auch von Criterion und die arbeiten ja auch gerade an Unbound, weshalb die sich auch wahrscheinlich an dem Remaster, sag ich mal, orientieren. Das erste Problem, was da ja auch auftaucht, ist, dass viele ja vermuten, Volume 9 wird sich um Most Wanted handeln, aber irgendwie beißen sich diese beiden Sachen. Ne? Hot Pursuit ist ja bestätigt, dass es jetzt das Thema von Volume 8 werden wird und Volume 9 wissen wir ja noch gar nicht. Und das Ding ist halt, in Need for Speed Most Wanted geht es ja auch im Grunde um die Polizei. Ne? Damals war die Polizei ziemlich neu in Most Wanted. Nachdem sie Underground gebracht haben, da haben sie halt das erste Mal so richtig diese Tuning-Szene, sag ich mal, mit der Polizei verbunden. Und deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, wie in Volume 9 aussehen sollte dann. Wenn jetzt vorher Hot Pursuit kommt und es da schon um Polizei geht, da kümmern wir uns gleich nochmal drüber. Aber schwierig, ne? Deswegen, da müssen wir nochmal ein extra Video zu machen, denke ich mal. Auf jeden Fall, was genau wollen die jetzt machen? Ich meine, wir haben schon diese Hot Heat Rennen oder wie sie jetzt genau heißen, ne? Auf jeden Fall gibt es ja Rennen mittlerweile in Need for Speed Unbound, wo dich auch Polizei verfolgt. Die wurden ja auch nachträglich dann reingepatcht. Und das ist ja im Grunde schon so ein bisschen Hot Pursuit, ne? Du fährst halt dein Rennen und wirst von der Polizei gejagt. Ja, was könnte das Update jetzt eventuell ändern? Es ist wirklich ganz interessant, weil ich kann mir da echt nicht viel drunter vorstellen. Also ich kann mir viel darunter vorstellen, aber nicht, dass sie das irgendwie einbauen. Also ich bin da wirklich überfragt, weil es sind halt zwei verschiedene Welten. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die werden es möglich machen, dass Spieler die Rolle der Polizei übernehmen. Das, ja, wäre möglich, dass es quasi diesen Hot Pursuit-Modus einfach als Rennen gibt, dass man halt Rennfahrer hat, Racer und Polizei. Das ist wirklich einer der Modis, die es damals auch gab, die ich mir gut vorstellen kann, dass sie das machen. Das wäre wahrscheinlich auch gar nicht mal so schwer umzusetzen. Da kriegt man dann halt irgendwie einen Polizeiwagen zugeteilt und dann fragt man sich halt natürlich noch, wird es auch Features geben, weil du hattest ja damals die Möglichkeit, in Hot Pursuit Straßensperren zu rufen, Hubschrauber, Nagelbänder abwerfen und ich glaube, EMP hattest du auch noch und in den ganz alten Teilen konntest du sogar noch KI-Verstärkung rufen, ne, die dir dann geholfen hat. Und ja, die Racer hatten da ähnliche Funktionen, die konnten auch einen EMP-Angriff starten, Störsender aktivieren, einen großen Turbo oder halt auch Nagelbänder abwerfen. Da ist jetzt die Frage, kommen auch diese Features wieder für diesen einen Spielmodus dann, falls es einen neuen Spielmodus geben wird? Oder inwiefern ändert sich das? Können wir vielleicht auch sogar Polizeiautos kaufen und die sozusagen im freien Modus nutzen, sodass wir dann quasi eine Immunität haben, dass uns die Polizei nicht mehr jagt und wir quasi selber Polizei sind. So wie in Rivals könnte man fast sagen, aber ja, Rivals wäre, by the way, auch eine Option für Volume 9, ne? Aber abwarten, schwieriges Thema. Aber ja, also ich sehe das ehrlich gesagt am ehesten, dass wir wirklich einen Spielmodus kriegen, beziehungsweise eine neue Playlist-Art, wo wir halt Racer versus Cops haben und die Spieler halt selbst in die Rolle der Cops wie sagt man, schlüpfen können, genau so. Ne? Also quasi, wir haben ja immer, wie viele Spiele haben wir da? 8 sind die meisten Playlists, sagen wir 4 Cops, 4 Racer. Ne? Also quasi der Hot Pursuit Modus kommt einfach in Unbound rein. Das wäre auf der einen Seite ja interessant, aber ob das jetzt so spektakulär wäre wie in dem Original, glaube ich nicht, weil vom Fahrverhalten ist Unbound halt auch nochmal komplett meilenweit entfernt von einem Hot Pursuit. Das fühlt sich einfach komplett anders an und dann kommt noch das Charts-Modell dazu, das ist ja ziemlich unbalanced, ne? Je nachdem, was dich da rammt, wie es dich rammt, kann es sein, dass dein Auto instant Totalschaden ist oder fast Totalschaden. Also das ist mir schon 100-mal passiert. Ein Polizeiwagen hat mich nur leicht angetippt und ich bin einfach irgendwo hingeflogen. Ja,
Dann gab es ja noch den Interceptor-Modus, beziehungsweise da gab es ja mehr oder weniger ein 1 gegen 1. Ein Cop muss einen Racer stellen. Oder das Most Wanted Event, wo es einen Most Wanted gab und der hatte 2 oder 3 Beschützer. Der Rest war Polizei, musste den Most Wanted halt stellen. Das war auch ein Spielmodus, könnte man sich theoretisch auch vorstellen, dass der zurückkehrt. Vielleicht bauen sie ja auch eine Art Link-Up 2.0 ein, dass da jetzt nicht der Link-Up ist, wie wir ihn kennen, sondern da entsteht eine Zone. Da fahren wir dann hin und da wird dann random ausgewählt zwischen allen Spielern, die da sind. Wer ist ein Most Wanted, wer ist ein Verteidiger, wer ist Polizei und dann geht das im freien Modus einfach los, dieses Event. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man halt dann die ganze Karte hat und einfach nur der Most Wanted gestellt werden muss und die Spieler dann, die als Polizei sind, vielleicht auch ein bisschen KI-Verstärkung noch rufen können. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, aber im Großen und Ganzen, ja, Möglichkeiten gibt es einige, aber was genau die davon jetzt reinnehmen, ist wirklich, ich kann mich da echt nicht entscheiden, weil da gibt es schon ein paar Sachen, aber die wirken jetzt auch nicht wie die größte Änderung, ne? Auf jeden Fall geil, wenn man dann Polizei spielen kann. Auf der anderen Seite, was kommt dann aber in Volume 9? Weil, wie gesagt, diese ganze Polizeithematik und so weiter, wenn man da jetzt noch irgendwas macht, würde ein Most Wanted Update ja irgendwie sinnlos machen, es sei denn, sie gehen halt auch einen ganz anderen Weg und beschäftigen sich in einem Most Wanted thematisierten Ding nicht mit der Polizei, sondern mit was anderem, aber wie gesagt, das halten wir uns da mal offen für das Volume 9 Video. Was meint ihr denn, was könnte eurer Meinung nach am wahrscheinlichsten passieren, was wird in Volume 8 kommen? Denkt ihr auch eher so, ja, einfach ganz stupide, eine neue Playlist, wo es dann Racer und Polizisten gibt, von Spielern gesteuert, ne, und nicht nur, ja, Racer fahren ihr Rennen und da sind ein paar KI-Polizisten. Das halte ich am wahrscheinlichsten, wäre wahrscheinlich auch am simpelsten zu programmieren. Soweit, da muss man halt nicht viel ändern, außer dass halt ein Teil der Lobby einen Polizeiwagen bekommt und dass man halt das so programmiert, dass das Spiel halt endet, wenn alle Racer zerstört sind oder halt alle Racer im Ziel gefahren sind. Ja, stelle ich mir am einfachsten vor. Das mit dem freien Fahrtmodus würde ich wahrscheinlich sogar noch eher fühlen. Das würde natürlich dem freien Fahrtmodus nochmal einen kleinen Boost geben, dass du neben den Link-Ups halt auch noch diese Most Wanted Sache hast. Wäre ganz cool, denke ich mal. Wie man das da umsetzt, ist eine andere Frage. Vor allem, denn wir haben ja im Grunde auch schon die Vorlage hier gesehen, mehr oder weniger. Wir haben ja über das Underground-Update geredet, was hätte sein können und so weiter und was jetzt am Ende gekommen ist. Wir haben jetzt zum Beispiel diese Drift-Rennen und die sind ja ganz normal, ne? Die Drift-Physik ist natürlich der größte Punkt, der sich geändert hat, aber an sich sonst nichts. Wir haben da halt ein paar Driftstrecken oder so und wir hatten ja schon gemutmaßt, dass wir vielleicht sogar diese Parkhäuser oder was auch immer das damals darstellen sollte, kriegen, ne? Diese speziellen Drift-Event-Locations, die wir in Underground 1 und 2 halt hatten. Da haben wir ja nichts von gesehen, da kam jetzt auch keine Map-Erweiterung, dass da irgendwie so eine Drift-Park-Zone irgendwie errichtet wurde oder so. Nein, wir haben da ja einfach nur quasi die Drift-Physik bekommen und driften dann da auf irgendwelchen Strecken in der Stadt, die jetzt auch nicht schlecht sind, will ich gar nicht sagen. Aber viele sind es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wenn ihr viel driftet, seid ihr die relativ schnell satt, die Strecken, und kennt die auswendig. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das Hot Pursuit Update jetzt irgendwie gewaltiger sein wird als das Underground Update. Ich denke mal, man wird da halt irgendwie eine Mechanik einbauen. Wie gesagt, Cops vs. Racer, Spieler gesteuert, denke ich mal, ist so das i-Tüpfelchen, was da passieren wird. Also eine Playlist einfach. Ich glaube, das mit dem Freifahrtmodus, was ich vorhin erzählt habe, ist schon fast ein bisschen zu weit gegriffen wieder. Ne, natürlich eine tolle Wunschvorstellung, aber ich glaube nicht, dass die das mal eben so reinprogrammieren würden oder könnten. Wenn doch, habe ich nichts gesagt, wäre natürlich umso geiler, ne? Aber man sollte da, glaube ich, einfach den Ball flach halten. Ich denke mal, so riesig werden die Änderungen jetzt in Zukunft auch nicht mehr. Vor allem muss man halt auch beachten, dass die Engine auch ihre Limits hat und so weiter. Die können ja auch die Physik nicht einfach ändern, haben wir ja auch gehört. Ne, der eine Handling-Designer kann nicht alle Autos mal eben so überarbeiten, dass die sich alle so fahren wie die neuen Audi-Sets und so weiter. Alle Autos, die jetzt halt seit Volume 6 gekommen sind und kommen werden noch, die haben halt alle das neue Handling. Und das ist ja auch mehr oder weniger eine Testphase, die von vielen natürlich appreciated wird. Ne? Ist einfach besser, kann man sagen, ja. Aber auch noch lange nicht perfekt. Ne? Aber naja, das gleiche gilt ja auch für diese Drift-Physik. Die ist tip-top an sich, wenn du driftest. Aber ansonsten fahr das Ding bei einer freien Fahrt. Da driftest du wirklich nur mit, wenn du da normal mal kurz irgendwo langfahren willst. Vergiss es einfach, es ist wie Glatteis. Es ist schon sehr übertrieben. Ne? Also es ist auch
ja, keine perfekte Physik. Aber sie reicht aus auf jeden Fall im Moment und, ne, Hauptsache macht Spaß. Und deswegen denke ich mal, das Hot Pursuit Update wird wahrscheinlich auch wieder gut. Was die uns da für Autos reinpacken, sei mal dahingestellt. Bin ich mal gespannt. Vielleicht bringen sie den alten Ferrari 360 wieder. Oder welcher das da auch war, weiß ich gar nicht mehr genau. Sorry, bin da nicht mehr so drin in den Ferrari, weil in den Spielen sind immer 1 Milliarde Ferraris gefühlt vertreten, die ich spiele. Und da komme ich mit den Namen immer durcheinander. Aber ich meine, das war ein 360 Spider oder so, ne? Den Murcielago gab es natürlich auch noch, den kennt man aus dem Hot Pursuit 2 Trailer vor allem, oder den Diablo als Copcar, ne, aber im Grunde den Diablo haben wir, glaube ich, auch und den Murcielago. Ja, aber es gibt natürlich noch viel mehr Autos von früher, wo man sich denken könnte, ja, die könnte man ja eigentlich mit reinbringen. Ne, mir fällt auch ein Opel Speedster ein, den gab es da damals, oder der BMW M5. Und. Also da gibt es eine ganze Menge Autos, die es heute nicht mehr gibt in Need for Speed. Aber mit den Autos ist halt immer so eine Sache für sich, weil zum einen brauchst du die Lizenz, zum anderen müssen sie die Autos dann erstmal wieder neu einscannen und so weiter. Und dann dieses ganze Tuning und so weiter. Wie gesagt, das hatte ich auch mal angesprochen, in so einem Need for Speed ist es um Welten schwerer, Autos reinzubringen, weil halt diese ganzen Tuning-Teile anpassbar sind und so weiter. Und ne, das muss alles aufeinander abgestimmt sein und natürlich auch erstmal erlaubt sein vom Hersteller aus, ne, dass da diese Parts dran dürfen oder so und das in dem Spiel so dargestellt wird. Ist einfach an sich ein bisschen komplizierter als das nur einzuscannen, das Auto und dann rein ins Spiel, fertig, ne? Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was glaubt ihr, wird uns da geliefert mit dem Hot Pursuit Update? Einfach nur so ein simples Cops vs. Robber Playlist-Event oder wirklich so ein etwas dickeres, ja, Link-Up 2.0 in der freien Fahrt Most Wanted Style Verfolgungs-Event, bla bla, ne? Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, bin mal gespannt. Als nächstes kümmern wir uns um Volume 9. Da gibt es auch Umfragen, da könnt ihr euch mal reinschauen. Da gibt es einmal die Umfrage, was glaubt ihr wird kommen und was würdet ihr euch wünschen. Sind quasi 2 Umfragen. Und ja, das werde ich dann mit in das Volume 9 Update-Video reinnehmen. Was ihr euch denn da wünscht und was ihr aber auch wirklich glaubt, was kommen würde. Auch wenn die meisten wahrscheinlich schon beim ersten Mal darauf abstimmen, was sie sich wünschen. Aber naja, gut. Dann bin ich raus an der Stelle. Lasst ein Like da wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der Support ist kein Mord, man kennt ihn. Also abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wiederschauen, reingehauen. Oh, das kenne ich doch irgendwo, ja.